Hallo und Servus zusammen. Heute zeigen wir euch unsere neuesten Produkte für die BMW R1300 GS, wie zum Beispiel unsere Kofferinnentaschen im neuen Design für die BMW Vario Koffer, unsere Kühlegitter aus eloxiertem Aluminium, Motorsturzbügel, unsere Tasche unter der Gepäckbrücke und als absolutes Highlight seht ihr am Ende des Videos unser induktives Handy-Ladepad, welches speziell auf den CAN-Bus der R1300 GS abgestimmt ist. Also, los geht's! Hier seht ihr unsere Kofferinnentaschen für die Vario Koffer der BMW R1300 GS im neuen Design. Jetzt sind die Taschen nicht mehr komplett in Schwarz gehalten, sondern etwas ansprechender fürs Auge mit einem grauen umlaufenden Keder und einem Patch aus Carbon-Look-Leder. Die Weichtaschen erleichtern euch nicht nur das Be- und Entladen der Vario Koffer, mit einem Fach vorne für Kleinkram. Im Hotel oder in der Unterkunft angekommen, müsst ihr auch nicht die vielleicht schmutzigen Koffer mit ins Zimmer schleppen. Die Taschen sind speziell für die Vario Koffer der R1300 GS gemacht. Und natürlich sind sie auch wie die Vario Koffer in der Breite einstellbar. Hier noch ein paar Impressionen unserer Kofferinnentaschen. Unsere Kühlegitter für die BMW R1300 GS bestehen aus einem Aluminiumrahmen mit Aluminiumstreckgitter in komplett silber oder komplett schwarz eloxiert. Warum Aluminium? Aluminium ist an dieser Stelle genau das richtige Metall, weil es deutlich leichter ist als andere Metalle und man an dieser Stelle nicht unnötig viel Gewicht anbauen will, aber die Festigkeit, Stabilität und Langlebigkeit eines Metalls haben will. Und warum eloxieren? Beziehungsweise was ist Eloxieren überhaupt? Beim Eloxieren wird das Aluminium auch in der Tiefe farblich verändert und nicht wie zum Beispiel beim Lackieren nur die Oberfläche beschichtet, wodurch das ganze Produkt deutlich hochwertiger wird und es auch lange Zeit bleibt. Wenn zum Beispiel ein Stein auf unser eloxiertes Kühlergitter trifft, dann hat dieses im schlechtesten Fall vielleicht einen Kratzer, den man aber nicht sieht, weil das Aluminium durchgefärbt ist. Abgeplatzter Lack zum Beispiel sieht nicht so schön aus. Früher wurde auch oft die Frage gestellt,
ob mit einem Kühlergitter noch genug Luft an den Kühler kommt. Seit dem BMW selbst Kühlergitter verbaut, dürfte es jedem klar sein, und natürlich auch wir bei der Entwicklung und den zahlreichen Tests darauf, dass unsere Kühlergitter die perfekte Kombination aus Schutz und Kühlung gewährleisten. Die BMW R1300 GS Trophy hat zum Beispiel schon ein Plastikkühlergitter verbaut, welches entfernt werden muss, damit unser Kühlergitter angebaut werden kann, und dann sieht das Ganze auch edel und hochwertig aus. Hier seht ihr einen der ersten Motorsturzbügel für die BMW R1300 GS bzw. einen der ersten, die lieferbar sind. Denn wir haben ihn für euch auf Lager. Teilweise soll ja der Original BMW Sturzbügel nicht lieferbar sein. Zuerst wird die Schraube unter dem Zylinder entfernt. Dann wird eine Seite des Sturzbügels mit der mitgelieferten Schraube und Buchse am oberen Befestigungspunkt angeschraubt. Natürlich bitte das Schraubensicherungsmittel nicht vergessen. Dann wird der Sturzbügel am unteren Befestigungspunkt wieder mit der mitgelieferten Schraube und Buchse befestigt. Und auch hier natürlich mit Schraubensicherungsmittel. Dann wird entsprechend der dritte Haltepunkt unter dem Zylinder verwendet. Zuerst werden alle Schrauben nur leicht ins Gewinde gedreht. Und erst wenn alle Schrauben richtig sitzen, werden diese festgezogen. So hat man immer noch etwas Platz und Spiel, um den Sturzbügel richtig in Position zu bringen. Natürlich ist all das benötigte Anbaumaterial im Lieferumfang enthalten und der Anbau der rechten Seite funktioniert genauso, wie ihr es hier auf der linken Seite gesehen habt. Und so sieht das Ganze dann final aus. Das ist unsere Zusatztasche unter der Gepäckbrücke, die wir speziell für die neue BMW R1300 GS entwickelt haben. Damit lässt sich der Platz hinter dem Heckradar sinnvoll nutzen und so wird sie angebracht.
Wir haben eine passgenaue, wasserabweisende und schmutzunempfindliche Tasche entworfen, in der zum Beispiel Handschuhe, Werkzeug oder ein Erste-Hilfe-Set untergebracht werden können. Die Maße sind 22 x 17 x 4 cm, was ungefähr einem Volumen von 1,3 Litern entspricht. Und mit unserer Motorradverbandstasche darin ist sogar noch etwas Platz für andere Sachen. Das absolute Highlight dieses Produktvorstellungsvideos für die BMW R1300 GS ist unser neues induktives Handyladepad mit Schaumstoff und Klebepads. Es ist speziell für den Stauraum auf dem Tank der R1300 GS gemacht. Der Strom kommt vom USB-Anschluss, der sich im Staufach befindet. Zuerst wird ein Klebepad angebracht. Dann wird das induktive Handyladepad angeschlossen. Nahezu alle erhältlichen Ladepads haben in unseren Tests den Lithium-Ionen-Akku der R1300 GS leer gesaugt. Deshalb haben wir speziell für euch mit einem der besten Hersteller der Welt dieses Produkt entwickelt, welches perfekt auf den BMW Campus der R1300 GS abgestimmt ist. Weil Lithium-Ionen-Batterien in solchen Fällen etwas empfindlicher sind und auch nicht ganz günstig. In unserem Beispiel hier lädt ein Google Pixel 7 Pro und der Schaumstoff stellt sicher, dass das Handy während der Fahrt nicht zu viel Bewegungsfreiraum bekommt. Alle Produkte verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und den Kommentaren. Wenn ihr unsere neuesten Produkte, aber auch das neueste über BMW Motorrad nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Also Servus und bis zum nächsten Video.